Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept aus dem Münsterland. Und zwar kochen wir heute Rindfleisch mit einer süß-sauren Zwiebelsoße. Ein westfälisches Gericht, das traditionell auch auf vielen Hochzeiten serviert wird. Als erstes bereiten wir das Fleisch vor. Dafür zunächst das Suppengemüse schälen. Eine extra Möhre für Cooper habe ich natürlich auch eingeplant. Das Gemüse anschließend grob in Stücke schneiden. Insgesamt habe ich ein Stück Knollensellerie, 2 bis 3 Möhren und etwas Lauch verwendet. Das war's auch schon. Das Gemüse jetzt zusammen mit 1,5 Kilogramm Rindfleisch und einer kleinen Prise Salz in einen großen Kochtopf geben. Das Rindfleisch sollte sich zum Kochen bzw. Schmoren eignen. Am beliebtesten ist hier der Tafelspitz. Das Gemüse und Fleisch jetzt mit Wasser aufgießen, bis alles gut mit Flüssigkeit bedeckt ist. Dann kommt der Topf zurück auf den Herd. Das Rindfleisch jetzt zum Kochen bringen und sobald es anfängt zu kochen, die Hitze reduzieren und das Fleisch für mindestens 2 Stunden sanft vor sich hin köcheln lassen. Wer mag, kann zwischendurch den beim Kochen aufsteigenden Schaum bzw. die Trübstoffe mit einer Kelle abschöpfen. Das Ganze hat aber eher optische Gründe, einfach damit die Rinderbrühe nachher schön klar bleibt. Das Rindfleisch anschließend für 2 Stunden sanft weiter köcheln lassen und eine Viertelstunde vor Ende der Garzeit kümmern wir uns um die Soße. Dafür 3 bis 4 Gemüsezwiebeln abziehen, anschließend in Streifen oder grob in Stücke hacken. Dann eine große Pfanne mit einem gut gehäuften Esslöffel Butter erhitzen, die gehackten Zwiebeln in die Pfanne geben und jetzt für 10 bis 15 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden schön glasig anschwitzen. Die Zwiebeln sollten dabei keine Farbe annehmen, sondern lediglich schön weich werden. Wenn nötig, könnt ihr hier auch gerne nochmal etwas Butter nachgeben. Dann nebenbei das fertige Rindfleisch einmal aus dem Kochtopf heben, kurz zur Seite stellen. Jetzt einen gehäuften Esslöffel Mehl über die glasig gebratenen Zwiebeln streuen. Das Mehl unter die Zwiebeln rühren und jetzt kommt die Rinderbrühe dazu. Einfach 4 bis 5 Kellen der heißen Brühe zu den Zwiebeln in die Pfanne geben. Alles einmal gut miteinander verrühren, ein paar Minuten köcheln lassen, bis alles eine schön sämige Konsistenz erreicht hat. Die übrige Brühe könnt ihr beispielsweise für eine leckere Suppe verwenden oder ihr kocht darin einfach ein paar Nudeln oder Maultaschen. Und zum Schluss schmecken wir die Zwiebelsoße noch süß-säuerlich ab. Dafür einen gehäuften Teelöffel Senf dazugeben, außerdem einen guten Schuss Weißweinessig, 1 bis 2 gute Prisen Zucker und zum Schluss natürlich auch noch Salz und Pfeffer dazugeben. Das Ganze nochmal gut umrühren, leicht weiter köcheln lassen und nebenbei das Rindfleisch jetzt nur noch in Scheiben schneiden, circa 1 cm dick, das sollte genügen. Das geschnittene Fleisch zur Soße in die Pfanne geben, alles nochmal kurz aufwärmen und dann sind wir fertig und können servieren. Als Beilage gibt es bei uns heute Salzkartoffeln. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Kartoffelpüree oder auch Kartoffelsalat servieren. Das Rindfleisch mit reichlich Zwiebelsoße neben den Kartoffeln anrichten. Zum Schluss noch etwas fein gehackte Petersilie drüber streuen. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.